der Umarmung im Tango passiert ja mehr als das, was wir sehen. Das ist, glaube ich, auch der Zauber. Wir spüren sehr häufig auch den Herzschlag von dem Partner, mit dem wir tanzen. Und die Umarmung ist so das Sinnbild davon, was fehlt, wenn wir Tango nicht mehr tanzen können. Der Tango-Virus ist stärker als das Coronavirus. Das ist ein bisschen komisch, weil es gibt Tango noch, aber wir wissen nicht genau, in welcher Form. Aber schlussendlich ist Tango die Berührung und das haben wir nicht. Und dadurch ist irgendwie auch klar, dass wir in so einem Schwebezustand sind. Berlin ist ja die zweitgrößte Tango-Metropole nach Buenos Aires weltweit. Also Tango ist nicht nur ein Tanz, nicht nur eine Musik, Tango ist Kultur. Tango in Berlin ist super vielschichtig. Die Leute kommen wirklich erstens aus aller Welt, genauso wie Berlin. Und es sind alle Lebensalter, alle Art von Leuten da, ob du bisexuell dies oder das oder was auch immer du bist. Es ist sehr viel Platz für dich da. Es gibt eine große traditionelle Szene, aber es gibt auch eine Szene, die andere Musikformate ausprobiert oder die halt auch Contemporary Tango-Musik spielt, Non-Tango-Musik. Und man kann hier wirklich Veranstaltungsformate machen, auf die man Lust hat. Wie überall auf der Welt, aber besonders in Berlin, es ist eine sehr schnelle Stadt. Und ich denke, es gibt Leuten den Platz, einen Moment Ruhe zu finden. Wenn ich die Musik höre, sowohl den Tango als auch den Vals, als auch die Milonga, dann kann ich nicht sitzen bleiben. Ich muss mich dann bewegen. 1907 kam der Tango nach Europa und es wird im Allgemeinen die erste Tango-Welle genannt und die ging ja wohl noch in die 20er Jahre rein, das ist ja ganz berühmt, ne? In den 20er Jahren Tango tanzen, 30er Jahre auch noch. Anfang der 80er Jahre wurde denn in Japan, in Europa und in Amerika der Tango wieder beliebt und es lag auch vielleicht an der Nostalgiewelle in den 80er Jahren, ja, durchaus, ja. Und die älter sind, die tanzen dann teilweise auch 30 oder 40 Jahre. Das darf man nicht unterschätzen. Und das macht zum Beispiel Berlin aus, dass es so viele Leute gibt, die schon so lange tanzen. Das gibt es, glaube ich, nicht so leicht woanders. Hier in Berlin, die Tango-Szene ist fast wie eine Familie, eine riesige Familie. Es ist wie ein Netz. Und es ist super schön zu sehen, dass auch während der Pandemie dieses Netz ist nicht weg. Es existiert immer noch. Mein Eindruck ist, dass die verschiedenen Szenen sich nie verloren haben. Es gibt auch schon so ein bisschen Abdriftungen und Abspaltungen, ist halt eine Szene, gehört auch mit dazu, aber es gibt überhaupt gar keine Lagerkämpfe. Ich würde sagen, wir sind eine Nischengesellschaft, also wir kennen uns sehr lange und ich bin seit 30 Jahren dabei. Für mich gehören alle zur Tango-Familie, die diesen Tanz lieben. Denn wir Tango-Tänzer schaffen sicher eine Welt, die der digitalen gegenübersteht. Mit unserer Präsenz und dem Miteinander und der Umarmung.
Man lernt den Partner auf eine ganz andere Art und Weise kennen, ohne die Worte. Und das ist total faszinierend. Man erfährt die Menschen ganz, ganz anders. Es ist einfach überall. Es fließt in meinen Adern. Es ist wie Blut. Es ist komplette Präsenz, komplett nur existieren, im Moment zu sein, genießen. Es ist Kommunikation, einander zu finden. Also Tango ist für mich die Begegnung und die Verbindung mit der Musik. Ist die Basis vom Tango. Und dann mit mir selbst auf einer Mikroebene, denn Tango ist immer auch eine Reise nach innen. Die Begegnung und dann im nächsten Schritt die Verbindung mit meinem Partner oder meiner Partnerin. Und dann die Verbindung mit den anderen Leuten im Raum. Wir bewegen uns als Community mit verschiedenen Leuten gemeinsam. Und dieses Gemeinsame zu tanzen und doch jeweils total unterschiedlich zu sein, das ist auch was Besonderes im Tango. Und dann mit der Tango-Community weltweit. Vom Mikrokosmos in den Makrokosmos hinein. Und das ist unglaublich faszinierend. Tango ist eine Sprache, die man lernt. Und unabhängig davon, in welcher Stadt du es lernst, es ist eine Sprache, die die ganze Welt verbindet. Egal, wo du hinreist, du wirst die Möglichkeit haben, Tango zu tanzen. Tango kann man sehr minimalistisch tanzen und natürlich als eine Kunst betrachten, aber man braucht gar nicht so viel im Tango zu wissen, zu kennen, um diesen Spaß zu haben an dem Tanzen. Es dauert ein bisschen zu verstehen, was Tango ist, aber wenn man es irgendwie hat und ja, ins Laufen kommt, dann ist es großartig und man entdeckt einfach neue Welten dadurch. Tango ist für mich eine Herausforderung. Also es ist viel schwerer, als ich gedacht habe. Und du wechselst die Richtung. Wir lernen ja keine Schritte auswendig, sondern wir komponieren sie neu. Wobei die Bewegung zu 100% aufeinander abgestimmt ist. Das fühlt sich großartig an. Wie? Ja, wie? Na, wie Tango eben. Das ist der Tango. Komm, wir arbeiten weiter. Drehen. Wenn ich nicht tanze, dann fehlt mir ein großer Teil meines wöchentlichen Programms. Und dann wird es eben langweilig, das Leben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, vor mir steht jemand, dann gehe ich in diese Umarmung und ich umarme jetzt einen imaginären Raum. Wenn wir die Umarmung nicht haben, dann entsteht eine Einsamkeit, weil wir merken, wir sind nicht mehr in unseren gewohnten Zusammenhängen. Ich habe einfach das Erlebnis der Umarmung nicht mehr und das merken wir, glaube ich, nicht im Alltag, wie sehr wir das brauchen als Tango-Tänzer, weil wir es ja gewohnt sind, das zu haben, in der Regel mehrmals die Woche. Und das plötzlich nicht mehr zu haben, also bin ich seelisch vereinsamt und dann noch das Physische, dass ich einfach wirklich tatsächlich alleine bin. Also wenn ich jetzt nicht Partnerschaft habe, mit der ich zusammen wohne oder Kinder, dann bin ich komplett auf mich alleine gestellt. Und das ist das Gegenteil von Tango. Also was Tango in mir wirklich verändert hat, ist die Tiefe von mir selbst als Mensch. Wenn du wirklich Tango tanzt, musst du dich mit deinen Gefühlen, mit dir selber auseinandersetzen. Wenn ich Tango tanze, kann ich mich auch nicht verstecken, weil alles im Tango ist sichtbar. Es gibt Momente, wo ich mit jemandem tanze und ich fühle, dass sie zittern, weil sie Angst haben oder etwas Unbekanntes. Ich bin unbekannt oder die Situation oder sie sind neu im Tango. Es ist komplett menschlich. Alle Gefühle, alles ist im Tango drin. Und
Und ich habe das auch sehr oft bemerkt, Momente, wo ich mich als Person weiterentwickle und mein Tanz sich mitentwickelt, weil ich als Person mehr in mir selber angekommen bin. Wie ging es los? Naja, man hat also erstmal Tango-Unterricht genommen und dann war ja die Frage, wo tanzt man? Es gab ja keine Milongas. Die Leute, die gebannt, gefesselt waren von Tango, die haben sich dann zu Anfang so eine Fabriketage gemietet für 2 Stunden, einmal die Woche, donnerstags war das. Haben so einen Ghetto-Blaster aufgestellt und dann wurde Tango-Musik aufgelegt und man hat dann eben getanzt. Damals war die Atmosphäre noch sehr viel bohemienmäßiger. Die Szene war viel kleiner, man kannte im Prinzip alle und man hat nicht darauf geguckt, wie hat einer seine Schritte technisch brillant gesetzt oder nicht, sondern da ging es wirklich darum, den persönlichen Ausdruck und den Tango miteinander zu verbinden. Die Kommunikation fand damals natürlich nicht über WhatsApp, Facebook oder sowas statt, sondern ganz altmodisch über Telefonketten, über Papierflyer, die überall ausgelegen haben, über Mundpropaganda. Wenn man etwas ganz Besonderes hatte, hat sich das wie ein Lauffeuer rumgesprochen. 1995 habe ich angefangen, mit der Volksbühne das Berliner Tango-Festival zu initiieren. Und es gab noch nicht so viele Tango-Festivals. Ich glaube, in Europa war es das 3., in Deutschland gab es gar keins. Und das wurde dann immer größer. Der letzte Tag hier im Nu war der 13. März, das war ein Freitag. Wir haben das gestreamt und ich wusste auch, da tanzen jetzt gerade Leute zu der Musik, aber niemand war hier. Also das war wirklich so wie ein Schalter umstecken. Das war sehr seltsam. Also das war wirklich, ja, da habe ich so gemerkt, jetzt ist was passiert. Ich dachte ja erst, naja, so 2, 3 Monate und dann wird es wieder weitergehen. Es war aber dann nicht so. Und das hieß also für mich kein Tango-Unterricht, keine Musik auflegen, keine Veranstaltungen machen, keine Orchester einladen, keine DJs einladen, nichts. Gar nichts, 0. Ich war überrascht von der Geschwindigkeit. Angst oder oh Gott, wie geht's denn jetzt alles weiter, hatte ich in dem Sinne nicht. Ich muss sagen, eine Unterbrechung mal von dem Hamsterrad des Alltags, der Organisation, habe ich sogar als angenehm empfunden. Dass plötzlich von 100 auf 0 alles runtergefahren ist und dann ist plötzlich alles weg. Es ist natürlich beängstigend. Nichtsdestotrotz denke ich manchmal, ich bin auch heilfroh, dass ich in einem Land lebe, wo wir die Privilegien haben, dass es ein soziales Sicherungsnetzwerk gibt. Und wir tun so, als seid ihr alle hier heute Abend. seid ihr alle da, wir tanzen. Als der erste Lockdown losging, haben ganz viele Tango-Veranstalter und Liga Crowdfund-Kampagnen ins Leben gerufen. Es sind 120.000 oder 130.000 Euro an Spenden eingegangen an die Tango-Communities. Das ist Wahnsinn. In dem Ausmaß, wie die Solidarität stattfindet, hätte ich das nicht erwartet. Die Leute erkundigen sich, die Leute sind da, die Leute stehen uns bei. Und das ist ein ganz tolles Gefühl und was ganz Wertvolles. Bettina, Knie zusammendenken. Jetzt Knie zusammen. Tango über Zoom zu unterrichten, ist eine wirkliche Herausforderung. Ich bin eigentlich eine Lehrerin, die sehr viel damit arbeitet, dass ich Leute anfasse, wir wirklich haptisch arbeiten. Was ich versuche, dass ich den Leuten Tools von Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit an die Hand gebe.
Denn letztendlich geht es ja darum, ein Gefühl zu sich selbst zu entwickeln. Und das kann ich den Leuten nicht abnehmen. Ich ziehe natürlich auch meine höchsten Schuhe an, 10,5 cm. Man kann sich ja nicht lumpen lassen, ne? Das Unterrichten auf der digitalen Ebene vergrößert die Reichweite, aber in einer Tango-Umarmung kann man sich lebendig fühlen, finde ich. Vor dem Computer ist das schwieriger. No estás, te busco y ya no estás. Während der Pandemie habe ich auch versucht, ein paar Streamings zu machen. Nach dem dritten Konzert haben wir uns entschieden, das nicht mehr zu machen, weil man wirklich merkt, was fehlt. Es ist wie eine Oma, die den ganzen Tag kocht und danach, wenn die Enkelkinder kommen und das Essen genießen, dann kommt es zurück zu der Oma. Wenn ich ein Konzert mache, dann kommt meine ganze Arbeit zurück zu mir. Und ganz oft kommt noch mehr zurück. No, I also have a lot of from the 50s. Also bei mir ist es wirklich schwierig mit der Tango-Sehnsucht, weil die ist so immens groß bei mir, dass es mich manchmal wirklich erschlägt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich kaum Tango bei mir zu Hause höre, privat, weil ich so eine Sehnsucht bekomme. Es zerreißt mir das Herz. Since the middle of March, we don't have any events, any milongas here, and it's impossible to pay the rent if you don't have any income. Ich habe das die letzten 15 Jahre hauptberuflich betrieben. Und was mich auch so zerreißt, ist, dass man überhaupt gar keine Planungssicherheit hat. Wenn ich wüsste, okay, ich muss noch 1 Jahr durchhalten, ich muss noch 2 Jahre durchhalten, okay, aber ich weiß es nicht. Beim Tango mag ich zum einen diese ausdrucksstarke Musik. Also sie ist einmal sehr markant, aber sie ist nicht nur markant, sie ist ja auch tief gefühlt. Ja, das ist wie so ein Spiegel. Oder die Möglichkeit, das mehr rauskommen zu lassen. Das schlummert da nicht mehr innen drin, sondern ich kann es erleben, ich kann es in Bewegung umsetzen. Und dann ist es natürlich auch schön, eine Frau, die man mag, in dem Arm zu haben. Das sind alles Dinge, die sind schön. Also das bedeutet mir einfach Schönheit erleben. Ich habe vorher vom Tango gelebt und jetzt bin ich Möbelträger und Lastwagenfahrer. Das ist schon ganz was anderes. Die Belastung gerade besteht darin für mich, so auf sich alleine zurückgeworfen zu sein. Und die Zuversicht nicht zu verlieren in Bezug auf das Leben, wenn man jeden Morgen aufwacht und sich fragt, was mache ich heute eigentlich? Der positive Aspekt von der Pandemie ist für mich, dass sehr viele Menschen eine höhere Aufmerksamkeit haben. Ich glaube, dass wir merken, dass wir verletzlich sind. Und meine Hoffnung ist, dass wir das, was wir in Corona positiv erlebt haben, versuchen zu transportieren auf die Zeit danach. Vor allem die zwischenmenschlichen Begegnungen auf einer anderen Ebene versuchen zu leben.
Ich kann die Pandemie nutzen, um was anderes zu entwickeln, die Personalität, die Gefühle. Das, was über Jahre gesetzt war, das war unumstößlich und plötzlich haben wir festgestellt, oh, wir sind jetzt gezwungen, etwas Neues zu tun. Es gibt eine Petition, eine bundesweite Petition mit Forderungen. Jetzt um 11:55 Uhr in 50 weiteren Städten in Deutschland diese Tango-Aktion stattfindet. Zum Beispiel bräuchten alle Tango-Schaffenden die Möglichkeit, in die Künstlersozialkasse zu kommen. Und das war die Initialzündung praktisch zur Gründung des bundesweiten Interessensverbandes Pro Tango als Verein. Es kommt so eine ganz, ganz neue Zeit für den Tango, dass sich die ganzen Städte jetzt auch untereinander vernetzen. Und ich hoffe wirklich, dass wir den Tango auf ein neues Level bringen können. Und ohne Corona hätte es, glaube ich, diesen Verein nicht gegeben. Das machen ja alle ehrenamtlich, das darf man nicht vergessen. Und dieser Zusammenhalt ist großartig und das trägt, glaube ich, uns alle gemeinsam auch durch die Krise. Ich finde ja dieses Schlagwort Social Distancing, das ist ein Negativschlagwort. Ich würde das viel eher Physical Distancing nennen, weil das Soziale ja sich überhaupt nicht distanziert hat. Im Gegenteil, da sind wir uns ja viel näher gekommen. Die Pandemie wird sicher einen Teil der Tanzschulen den Rest geben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Wunsch nach Begegnung so groß ist, dass der Tango sogar wieder einen Aufwind erlebt. Die einzige Sorge, die ich habe, dass alle Leute, die hier für uns Tango möglich machen, diese Pandemie gut überleben. Deshalb ist so eine Sache wichtig, dass der Tango am Leben bleibt, ne? Also dass man ihn notbeatmet. Son criaturas abandonadas que brotan en el fango del callejón. Ich hoffe, dass diese Abwesenheit von Kultur allgemein das besser wertzuschätzen hilft, damit die Leute wieder Hunger auf Kultur haben. Vorsicht, weil wenn ich zurück in die Bühne komme, es wird gefährlich sein. Wie lange schaffen wir das noch, Mona? Wie lange können wir unsere Füße stillhalten? Die erste Milonga nach der Pandemie wird ganz schön holprig. Es klappt nichts mehr, wir fangen von vorne an. Aber das ist ja weniger schlimm. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man erst nur bis 50 Leute, dann werden einige Leute mit Masken kommen, andere kommen nicht, weil sie Angst haben. Dann kommen erstmal vielleicht die, die geimpft sind. Vielleicht gibt es dann wieder einen Lockdown. Wenn ich mir wirklich vorstelle, wir hätten eine Milonga wie vor Corona, da hätte ich echt Angst, dahin zu gehen. Ich glaube, dass das eine emotionale Überforderung wird. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Andererseits, dass sich vielleicht einfach nur alle umarmen und gar nicht tanzen. Die Leute werden einfach nur happy sein und überschäumen vor Emotionen. Ich glaube, das wird so ein besonderer Moment. Ich denke, sie wird ziemlich verrückt. Wir sind alle hungrig. Tango überlebt alles. Jede Krise birgt einen Neuanfang. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir in 10 Jahren auf die Zeit zurückblicken.